heiße euch wieder recht herzlich willkommen zum heutigen Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. Die erste ereignisreiche, spannende Halbzeit an den Börsen ist jetzt mal vorbei und wir planen einen Blick in die Sommerpause. Oder vielleicht gibt es ja gar keine. Bevor wir über die Börsen sprechen, möchte ich kurz zum Big Beautiful Bill, dem umfangreichen Steuerpaket von Donald Trump, welches gestern in einer dramatischen Abstimmung im Senat durchgewunken wurde, sprechen. Damit wird ein Paket vorangetrieben, das Steuern senken, soziale Sicherungsprogramme reduzieren und die Ausgaben für Militär- und Einwanderungspolitik erhöhen soll, während gleichzeitig die Staatsverschuldung um bis zu 3,3 Billionen Dollar steigt. Der Gesetzesentwurf geht nun zur möglichen endgültigen Genehmigung an das Repräsentantenhaus, obwohl dort bereits eine Handvoll Republikaner ihren Widerstand gegen einige Bestimmungen des Senats zum Ausdruck gebracht haben. Trump möchte das Gesetz bis zum 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag, in Kraft setzen und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sagte, sein Ziel sei es, diese Frist auch einzuhalten. Die Maßnahme würde Trumps Steuersenkung aus dem Jahr 2017 verlängern, neue Steuererleichterungen für Trinkgelder und Überstunden gewähren und die Ausgaben für das Militär und die Einwanderungsbehörde erhöhen. Außerdem würden aber die Ausgaben für das Gesundheitsprogramm Medicaid und die Nahrungsmittelhilfe für einkommensschwache Amerikaner um etwa 930 Milliarden Dollar gekürzt und viele der Ökostromanreize des ehemaligen demokratischen Präsidenten Joe Biden abgeschafft. Schon wieder 6 Monate hinter bzw. vor uns. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz und einen Blick in die Zukunft. An den internationalen Aktienmärkten gab es mehrheitlich nur positive Entwicklungen. Was ihr in der ersten Grafik seht, ist ungewöhnlich, aber erfreulich. Ungewöhnlich, denn unter den Top 20 Indizes ist bei der Performance in lokaler Währung kein nordamerikanischer Index vertreten. Erfreulich, weil der österreichische ATX vor dem DAX auf Platz 17 gelandet ist. Die Performance-Spitzenreiter waren die osteuropäischen Börsen und in Asien die Börsen in Korea und Hongkong. Betrachtet man jedoch die Performance in Euro, so liegt Österreich sogar auf Platz 12. Beim Schlusslicht halten Argentinien und Thailand die Laterne hoch und neben all den vielen kleinen und unbedeutenden Börseplätzen ist auf Platz 17 der Dow Jones mit minus 8,8% und ein bisschen besser der S&P 500 mit minus 7%. Und all dies bei Rekordrückständen in den USA? Ein ungewohntes Bild, aber die Erklärung liegt in der folgenden Grafik. Die Auflösung und das Thema neben der europäischen Aktien-Outperformance gegenüber Amerika, und es war die stärkste Outperformance in den letzten 25 Jahren, ist die überraschende Stärke des Euro, neben vielen osteuropäischen Währungen bzw. die absolute Schwäche des US-Dollars. Eine Rallye des Euro zum US-Dollar mit fast 14% plus in 6 Monaten ist ein wahrlich ungewohntes Bild. Erfreulich für europäische Urlauber in den USA, aber ein heftiger Gegenwind für alle, die US-Dollar-nominierte Assets im Portfolio besitzen. Zur Information, in unseren Raiffeisen Aktienfonds wird die Währung nicht abgesichert bzw. gehedged. Das ist aber in den meisten Fonds international so üblich, da Währungsentwicklungen sehr schwer zu prognostizieren sind. Ich erinnere da nur an den Brexit, teils hohe Kosten verursachen und somit ein zusätzliches Risiko darstellen. Jahrelang haben wir alle von einem starken Dollar profitiert. Jetzt geht es mal in die Gegenrichtung. Wie außergewöhnlich die US-Dollar-Bewegung war, seht ihr in der folgenden Grafik. Denn nur 1973 war die Entwicklung noch schlimmer. Eine der wichtigen Fragen für die zweite Halbzeit ist somit die Dollarentwicklung, denn trotz geopolitischer Spannungen, Konflikten und steigender Renditen in den USA hat der Dollar nicht mal ansatzweise positiv reagiert. Was könnte diese Entwicklung verlangsamen oder gar umdrehen? Wohl nur ein starkes Signal der EZB, dass aufgrund weiter sinkender Inflation und stärkerem Wirtschaftswachstum in Europa ihr Zinssenkungszyklus sich dem Ende neigt. Und auf der anderen Seite des Atlantiks die Fed als Schlusslicht unter den Notenbanken mit oder ohne Druck von Trump beginnt, rascher und öfter die Zinsen zu senken. In den letzten Tagen wird dieses Szenario sogar von einigen US-Brokern als zunehmend wahrscheinlich kommuniziert. Und auch die Tatsache, dass derzeit extrem viele Asset-Manager den US-Dollar sehr stark untergewichtet haben, könnte zu einer Gegenbewegung im US-Dollar führen. Auch hätte die EZB in der Gegend von 1,20, 1,25 langsam Grund zur Sorge. Ein kleiner Ausblick noch für die Aktienmärkte.
Der August ist eigentlich der flaute Monat des Jahres, aber was für eine weitere Aktienrallye spricht: Der Juli im ersten Jahr der Präsidentschaft ist statistisch der historisch stärkste Monat im Jahr. Und nach einem Anstieg von 20% in 2 Monaten hat dieser Umstand in der Historie seit 1975 zu einem weiteren Anstieg im S&P im Durchschnitt von 16% geführt. Möge uns die Statistik im zweiten Jahr nicht enttäuschen. Danke fürs Zusehen, eine erfolgreiche Börsenwoche und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, euer Uli.